Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Verlagerung der Steuer ins Ausland. Ist das eigentlich eine sinnvolle Gestaltung? Die Fragen dazu stellt mir Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater in Hamburg. Thomas, wie immer, vielen Dank für die Einladung und ein sehr spannendes Thema, nämlich das Ausland ruft, aber nicht wegen Urlaub, sondern wegen der Steuern. Und jetzt ja die Frage für mich als Einzelperson, ist das überhaupt sinnvoll, ins Ausland zu gehen, um Steuern zu sparen? Es kommt drauf an. Also wenn du das für die Steuern machst und ins Ausland gehst und du behältst deinen gesamten persönlichen Rahmen aber in Deutschland, kann mir keiner erzählen, dass du nicht hier und da auch mal deine Familie, deine Freunde besuchst. Aber da musst du Tage zählen. Ne? Okay. Und das kann auch zur Steuerfalle werden. Wenn du nämlich das künstlich eigentlich dadurch erzeugst und auf der anderen Seite du zählst die Tage und dann passiert mal irgendwas, eine Beerdigung oder ein Geburtstag, mit dem du nicht gerechnet hast, wo du mal mehrere Tage in Deutschland sein sollst, dann kannst du das möglicherweise nicht wahrnehmen oder auf einmal hast du doch wieder die Besteuerung in Deutschland. Okay, wie viele Tage müsste ich denn im Ausland bleiben? Immer mehr als die Hälfte des Jahres und man sagt also 183-Tages-Regelung, das ist also so der eine Tag mehr im Ausland. Das muss nicht am Stück sein. Deswegen wird ausgezählt. Ne? Das heißt also aber faktisch für mich, ich müsste quasi meine Zelte hier wirklich abbrechen in Deutschland. Und wenn ich jetzt ins Ausland gehe, zum Beispiel nach Mallorca, und ich könnte von da arbeiten für ein deutsches Unternehmen oder was auch immer, dann müsste ich mehr als 183 Tage im Jahr da drüben sein, damit ich nach deren Recht besteuert werde. Das ist die Situation, die 183-Tages-Regelung. Dann hast du auch noch einen Wohnsitz in Deutschland zurückbehalten und einen auf Mallorca. Dann hast du die 183-Tages-Regelung zu beachten. Die zweite Stufe ist natürlich, du brichst wirklich ab in Deutschland, dann hast du keine Wohnung. Du darfst noch nicht mal eine ansatzweise bewohnen dürfen durch einen Freund oder durch deine Kinder oder was auch immer. Das darfst du nicht. Du musst wirklich weg aus Deutschland. Dann hast du nicht die 183-Tages-Regelung. Dann wird natürlich dort, wo du deinen Wohnsitz hast, wenn das dann Mallorca ist, dann wirst du dort besteuert in Zukunft. Okay, also wenn ich dann da auch gemeldet bin. Wenn du dort gemeldet bist, ja. Okay. Wie ist denn das als Angestellter? Sind ja viele im Homeoffice im Moment, dank oder wegen Corona. Ja. Da könnte ich mich ja auch entschließen, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr nach Mallorca und arbeite da halt schön von zu Hause aus für meine Firma in Deutschland. Wie ist denn das da mit den Steuern? Das ist eine sehr gute Frage. Also ein Angestellter wird immer dort besteuert, wo er physisch für sein Gehalt ist. Also das ist tatsächlich rein theoretisch denkbar. Er wird nach Mallorca versendet, muss dann aber länger als 3 Monate da bleiben. Also dieses Hopping funktioniert nicht. Ne? Mal eine Woche Mallorca, um dort steuerpflichtig zu sein für die Woche und dann wieder eine Woche Deutschland. Das funktioniert nicht. Also du musst dann für einen längeren Zeitraum sein. Das nimmt man so pauschal 3 Monate an. Ab dem 4. Monat wird man dann rückwirkend auf Mallorca mit seinem Gehalt steuerpflichtig. Das ist richtig, ja. Okay, also lohnt es sich auch nur bedingt dann? Ja, ich meine, du hast immerhin dort einen neuen Hausstand, du musst dort leben, du musst dich wahrscheinlich neu einrichten. Du wirst sicherlich auch mal hier und da nach Hause fliegen. Und wenn das zu häufig ist, man sieht, dass da eine betrügerische Absicht hintersteht, dann fliegt dir das auf jeden Fall um die Ohren und dann wirst du auch strafrechtlich verfolgt. Okay, also die Auswanderung wegen steuerlicher Vorteile lohnt sich auf jeden Fall nicht. Das können wir, glaube ich, unterm Strich sagen. Ja. Oder würdest du das anders unterschreiben? Nein, es ist genauso. Es lohnt sich überhaupt nicht. Also man hat erstmal in Deutschland sehr viele Möglichkeiten, die noch gar nicht ausgereizt sind von der Besteuerung. Wir haben ja auch schon in anderen Videos darüber gesprochen, was alles nicht ausgereizt wurde bisher. Wenn du das ausreizt, ist die Besteuerung doch gar nicht mehr so schlimm. Vor allen Dingen auch nicht im internationalen Vergleich. Und du begehst ja auch keinen Steuerbetrug, nur weil du eine Steuergestaltung ausnutzt. Wenn du aber etwas machst, was eigentlich nicht richtig ist, um dir einen Steuervorteil zu verschaffen, dann hast du ja das strafrechtliche Problem. Warum würdest du diesen Stress antun, mit dem Ausland, dann dort Tage zählen oder immer Damoklesschwert über dir zu haben, ich mache da was nicht Richtiges? Das würde ich mir alles sparen. Also das ist weder mein Beratungsansatz, noch kann ich das irgendjemandem empfehlen. Das ist jetzt als Privatperson, jetzt kommen wir mal als Firma. Was würde denn Sinn machen für eine Firma oder als Firma, aus Deutschland wegzugehen und ins Ausland? Ja, also es macht nur Sinn, da kannst du zum Beispiel auch in Deutschland bleiben. Das ist der umgekehrte Fall. Du bleibst in Deutschland, aber deine Firma verlagerst du ins Ausland. Damit hast du dann einen ausländischen Betrieb oder eine ausländische Betriebsstätte und die Gewinne werden dann im Ausland besteuert. Also ganz steuerfrei kommst du sowieso nicht weg. Okay. Nur du musst dann halt die ausländische Steuer bezahlen. Und wenn die niedriger ist, ist das natürlich dein Plus. In der Regel, du bist zwar in Deutschland mit deinem Welteinkommen steuerpflichtig, aber dann gibt es so Abkommen über die Befreiung der Doppelbesteuerung, sodass du das im Ausland besteuerst und in Deutschland nicht mehr besteuern musst. So,
dann hast du natürlich wirklich eine günstigere Steuer im Ausland, musst aber, wie gesagt, dein Unternehmen ins Ausland bringen und es muss auch gelebt werden. Es kann nicht nur ein Briefkasten sein oder irgendeine Anmeldung. Wollte ich gerade fragen, also der Briefkasten ist es nicht, weil das auch schon wieder dubios ist, weil damit wahrscheinlich vorsätzlich Steuern dann irgendwie vermieden werden sollen. Ja, damit kann man sowieso rechnen, jeder Wegzug wird von der Staatsanwaltschaft in irgendeiner Weise begutachtet oder von der Buß- und Strafgeldstelle. Auf einmal fehlen die Einkünfte in der Steuererklärung, da werden natürlich Nachfragen kommen. Und ja, wenn du da also bestimmte Dokumentationen und Nachweise nicht erbringen kannst, dann ist dein ganzes Konstrukt sowieso schon hinfällig. Ja, okay. Die Finanzverwaltung hat übrigens auch schon reagiert, beziehungsweise der Bundesfinanzminister und der Gesetzgeber haben schon reagiert. Ich weiß nicht, ob das 1 oder 2 Jahre her sind, gibt es also extra für diese Auslandsfälle neue Vorschriften über die Nachweise und Dokumentationspflichten. Und es ist sogar so, dass du musst noch nicht mal aktiv weggezogen sein, alleine schon, dass du es vorhast, das musst du dem Finanzamt schon bekannt geben. Okay. Und alleine, dass du das nicht gemacht hast, das reicht schon aus, dass du dafür dann verurteilt wirst. Okay, aber es gibt ja tatsächlich den Fall, dass eine Firma ins Ausland geht, um da billiger produzieren zu können und das auch ja legitim ist. Also wenn ich Geld sparen kann auf legale Art und Weise, ist es ja völlig in Ordnung. Die Frage ist ja aber, was ist die Voraussetzung dafür, dass ich das machen kann und auch sollte? Ja. Und der Beweggrund kann ja immer nur sein, ich möchte weniger Geld ausgeben von dem, was ich erwirtschafte, als ich es in Deutschland muss. Also ich denke, das ist alles eine Frage, ob das wirklich einen wirtschaftlichen Hintergrund hat und das macht Sinn und deswegen produzierst du im Ausland mit all den Folgen. Da gehst du aber nicht der ersten Frage nach, zahle ich da weniger Steuern, sondern da gibt es andere parafiskalische Gründe. Wenn ein Unternehmen wirklich im Ausland ein Werk eröffnet, aus nicht rein steuerlichen Gründen, ist das alles in Ordnung. Dann wird es immer seine Begründung behalten, egal wie die Besteuerung ist. Und wenn du dann natürlich auch noch den großen Vorteil hast, Mensch, da hast du ein paar Prozent in den Steuern gespart, ja, dann ist doch schön für dich. Ja, ja. Ich habe da so einen Grundsatz, Steuer nicht nach Steuern, weil das hat immer, wenn du ein Konstrukt aufrechterhältst, nur um Steuern zu sparen, da musst du lügen und die Lüge musst du mit einer Lüge stützen und das baut sich über die Jahre auf zu einem riesen Lügenhaufen und du bist natürlich immer im Risiko, dass dir das alles um die Ohren fliegt. Die Unwahrheit ist doch das Problem. Wenn du es alles machst, weil es so sein soll, und ich habe solche Mandanten, die haben halt im Ausland, im europäischen Ausland oder in den USA oder China oder in Afrika ihre Betriebsstätten, dann ist das alles in Ordnung. Man muss es natürlich dann entsprechend dokumentieren, man muss auch die entsprechenden Nachweise gegenüber dem Finanzamt erbringen und man muss auch mit dieser Verrechnungspreispolitik natürlich das immer alles dokumentieren, also dass man nicht künstlich Gewinne aus Deutschland in niedrig besteuerte Länder bringt. Wenn man das aber alles erfüllt, dann hast du natürlich kein Problem. Ich meine, was heißt kein Problem? Du wirst immer geprüft, du musst immer dokumentieren und nachweisen, aber vom Grunde her steht mir natürlich nicht entgegen. Wir haben ja schließlich das Recht der freien Sitzwahl. Ne? Aber es gibt ja immer noch diese Steueroasen, diese Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands oder wo auch immer. Warum funktioniert sowas denn immer noch? Ich meine, wo doch jeder weiß, dass das im Grunde eigentlich nur ein Schlupfloch ist, um irgendwie Schwarzgeld loszuwerden. Also Jörg, ich weiß es nicht, wo es funktioniert. In der Presse funktioniert es. Ich selber habe es noch nie erlebt, dass es funktioniert. Ich habe viele Strafverfahren in dem Atemzug begleitet und da war genau das Problem. Die haben sich einen Briefkasten dort geholt. Das ist vielleicht 10 Jahre später, 20 Jahre später rausgekommen. Die haben einen kleinen Fehler gemacht in den 20 Jahren, wo das Finanzamt hat den getrackt, die Person, die haben erst den Verdacht, dann haben sie es getrackt, dann haben sie es herausgefunden und zack, waren wir im Strafverfahren. Also ist im Grunde unterm Strich, wenn wir es jetzt mal so zu Ende bringen, wenn ich mich als Arbeitgeber entschließe, ich würde gerne auch mal in Afrika produzieren, weil ich das Land so toll finde und ich mache alles, was sich gehört, um auch sauber und transparent zu sein, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich jetzt auf die Eingangsfrage zurückkomme, nämlich ob der Wegzug ins Ausland steuergestalterisch Sinn macht und sinnvoll ist, muss man eigentlich sagen, nee. Genau, ja, das ist meine Meinung. Der Wegzug ins Ausland oder der Wegzug, um eine niedrigere Steuer im Ausland zu generieren, davon kann ich Ihnen dringend nur abraten. Sie unterliegen da so vielen strafrechtlichen Pflichten und Bedrohnissen und natürlich auch Nachweis- und Dokumentationspflichten. Das kann langfristig für Sie nur nachteilig ausgehen. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte meinen Kanal. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.